Hallihallo, mein Name ist Ruti. Seit 2 Jahren bin ich mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs. Das hier ist das schöne Venezuela. Heute springe ich aber genau 1 Jahr zurück in die Weihnachtszeit 2022 nach Bolivien, ans Tor des Dschungels. Und was habe ich dort erlebt? Nicht nur Silvester verbracht, sondern Schäden an meinem Bike, Schäden an Franks Bike und Proteste erlebt. Viel Spaß! Wir waren ja im bolivianischen Hinterland zuletzt, beim letzten Versteck von Che Guevara, La Higuera. Von dort aus sind wir nach La Pacha gefahren. Eine einsame, paradiesische Wasserverlichtung. Sowas möchte man auf Motorradabenteuern erleben. Eine Schotterstraße den ganzen Tag hoch und runter, hoch und runter. Man sieht quasi keine anderen Autos oder Motorräder und kommt dann an dieser paradiesischen Lichtung raus mit Strand, wo man schwimmen kann. Wir haben das Wasser dort getrunken, hatten uns ein bisschen Grillzeug geholt, Lagerfeuer gemacht, gezeltet. Adventure, wie es im Buche steht. Und da haben wir dann übernachtet. Und wir hätten auch noch eine zweite Nacht übernachtet, aber wir hatten dann eben einfach nicht mehr genug Essen dabei. Ja, Getränken, wir haben dann eben aus diesem Bach getrunken, haben das abgekocht ein bisschen und dann getrunken, das kann man machen. Aber wir sind dann wieder gefahren und zwar Richtung Norden, raus aus dem bolivianischen Hinterland. Ich sage immer Hinterland, weil es ist so eine Art Dschungel, aber es ist noch nicht der richtige Dschungel. Der Dschungel fängt nämlich erst hinter Santa Cruz an. Vorher sind wir in eine Stadt namens Samaipata gefahren. Und das ist eine sehr bekannte Stadt, ein kleiner Ort, aber viele ist so ein bisschen Thailand-Touri-Stadt. So, ja, es gibt halt so eine Walking-Straße, da sind immer ganz viele Cafés und so Verkaufsstände und so. Und es ist alles so ein bisschen hippiesk angehaucht, so wie es Westler gerne haben und wo sie sich gerne niederlassen. Und da haben wir dann auch ein paar Tage übernachtet. Samaipata ist ein Touri-Ort, könnte man sagen. Lebt, glaube ich, nur vom Tourismus. Und hier gibt es auch so Hippie-Cafés und so. Hola. Hola. Und ja, wir sind jetzt hier 3 Nächte. Man kennt quasi jetzt schon jeden und die Leute grüßen einen und so. Wenn man hier 2 Wochen ist, gehört man hier schon zum alten Eisen, glaube ich. Viele Europäer hier. Und ja, es ist irgendwie ganz gut. Aber so richtig weiß ich auch nicht. Also Frank und ich wollen wohl heute weiterziehen nach Santa Cruz, das wirtschaftliche Herz Boliviens. Das ist der Hauptplatz. Das war es eigentlich schon. Es gibt eigentlich nur diese Straße und dann gibt es noch 2 andere Straßen, aber da ist schon weniger los. Ja. Jetzt gehen wir mal da zu frühstücken. Ich dachte halt hier, Frank. Da gibt es ein Hostel, was gleichzeitig ein Campingplatz ist. Und wir haben da nochmal gecampt, denn das Zelt hätte ich sowieso nochmal auspacken müssen. Denn kurz bevor wir losgefahren sind am Wasserfall, hat es ziemlich heftig geregnet. Und ja, die Sachen sind ziemlich nass geworden. Wir haben es dann halt nass eingepackt und sind dann Richtung Samaipata gefahren. Oh, es hat jetzt eben 2-mal ziemlich geregnet. Jetzt habe ich hier das aufgeladen. Mein Zelt ist halt komplett durchnässt. Ist halt alles nicht so schön, alles dreckig jetzt. Jetzt sind es ungefähr 2 Stunden nach Samaipata, den Ort, wo wir hinwollen. Es war ein bisschen eklig eben, oder was heißt eklig, unangenehm. Ich habe den Helm aufgesetzt, aber der war halt trocken innen drin und die ganzen Spinnen, die haben da drin sich aufgehalten. Das sind die ganzen Spinnen am Kopf. Und sind so wie größere Weberknechte sehen die aus. Die muss man dann erstmal alle da rauskriegen. Aber ich glaube, jetzt ist es okay. So, jetzt ist hier Sandpiste, ist wieder kurz trocken.
So, das ist El Jardín, gehört irgendwie in belgisch-bolivianischen Familie. Also ich weiß nicht, was er macht. Alter, wenn er jetzt... Ja. Was macht er genau? Jetzt fährt er doch auf die Seite. Naja, auf jeden Fall fahren die jetzt zur Seite und dann fahren wir runter. Ich mache jetzt hier Camping. Man kann da ganz gut sitzen. Ich probiere das mal eine Nacht aus. Mein Zelt muss ich ja eh auspacken und trocknen. Und dann, ja, wie man so im Zelt schläft. Schlechter als auf der Matratze, aber ich habe ja mittlerweile meine 2 Isomatten. Das ist okay. Das Auto muss halt noch zur Seite. Jan, can we move the first one as well? Huh? Yeah, that's okay. Ihr braucht den Hoch mitnehmen und nehmen beide. Kein Problem. Wir haben keine Schlüssel hier. You got no key. No, it's not Okay. mine. Put the mirror close. And take the stone out of the way. Jan, the stone behind you. Ahora en el espejo, el espejo. Fein. Da lang. So, das hier ist der Campingplatz. Frank baut sein Zelt auf und ich habe meins jetzt nochmal aufgehängt, weil es klitsche nass ist. Es ist natürlich jetzt nicht mehr so viel Sonne da, aber vielleicht trocknet es doch ein bisschen. Guten Morgen, gestern waren es irgendwie 35 Grad, kaum auszuhalten und heute, ihr hört's, Regen. Ganz besonders schön auf dem Zeltplatz. Aber es gibt hier wenigstens so eine Küche und so, wo man sich unterstellen kann. Hier. Habe ich gerade noch vorher, da stand mein Zelt, das Zelt rechtzeitig zusammengepackt. Ja, hier liegt jetzt mein ganzes Zeug und da hinten auf dem Boden. Ja. So, es hat aufgehört zu regnen. Das Ding war, dass ich meine Schuhe, meine Motorradstiefel unterm Motorrad stehen hatte. Und da stand so hoch das Wasser hier drin eben. Ich habe ja diese wasserdichten Socken zum Glück. Die habe ich jetzt angezogen, aber ja, es ist jetzt vielleicht das erste Mal, dass auch die nicht... Ich fühle so ein bisschen feucht, aber gut, ist jetzt halt so. Es ist ja nicht kalt. Ja, jetzt wird aufgeschnallt und dann geht es 3 Stunden nach Santa Cruz. Ich hoffe, das Wetter hält. Hier hat die Katze drauf gesessen, auch schön, alles haarig. Was ist hier? Ist okay.
Oh, hinten. Oh, das ist Schmierseife. Holy shit. Das war... ganz schön rutschig. So. Tankstelle. Und dann ciao. So. Benzin haben wir nicht gemacht, weil also der normale Preis ist ja 9 und die wollten hier mit viel handeln 7. Und wir kommen beide noch nach Santa Cruz. Wir haben es ja in der letzten Zeit immer viel billiger bekommen. Deswegen haben wir das jetzt nicht gemacht. Es sind nur 113 Kilometer, aber es zeigt knapp 3 Stunden an. Mal sehen. Es soll aber alles asphaltiert sein. Aber es geht halt so wohl, also den Berg runter. Und es soll noch viel heißer sein in Santa Cruz. Das kommt noch dazu. Ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt ein Airbnb da gebucht. Es war alles ein bisschen schwierig, weil Santa Cruz und Samaipata, das sind wohl, weil es eben wirtschaftlich gut laufende Gegend hier ist. Bei Santa Cruz ist auch ein Bezirk hier und das ist eben das wirtschaftliche Herz, deswegen ist es ein bisschen teurer wohl. Die Gegend hier mit dem Dschungel und so, das gefällt mir halt richtig gut. Ich meine, guckt euch das an. Nach monatelangem Staub ist das schon schön hier. Ein bisschen grün. Und das ist eigentlich hauptsächlich asphaltiert, aber es gibt immer so riesige Baustellenstücke dazwischen, die sind unasphaltiert. Und da muss man dann immer warten, da blockieren die dann die Straße, weil die da irgendwas arbeiten. Da musst du warten und ja, jetzt kannst du fahren. Deswegen dauert das natürlich ewig. Und es ist eben bemerkenswert, weil Santa Cruz ist die wirtschaftlich stärkste Stadt in Bolivien. Und es ist wirklich eine richtige Großstadt. Aber es gibt zu La Paz oder zu den anderen, zum Rest von Bolivien gibt es keine asphaltierte Verbindung, immer noch nicht. Ja, es gibt 2 Straßen, aber die sind beide nicht durchgehend asphaltiert. Und da geht es eben hoch und runter, hoch und runter. Und wenn es nass ist, ist es auch schon rutschig. Und es ist halt auch immer nass, weil die das auch immer wässern. Ich will ein bisschen aufpassen, weil es eben so nass ist, dass es dann manchmal nicht Schmierseife ist. Der in der V-Strom, den hat man eben kurz vielleicht im Bild gesehen. Spanier, der hier seit 15 Jahren lebt, der hat ein bisschen mehr Straßenreifen drauf. Der hat gesagt, es ist ein Albtraum, hier zu fahren. Das ist ein bisschen witzig, ist natürlich auch Teil des Abenteuers für die Touristen gut, aber die Leute regen sich auf. Und was machen die Leute, wenn sie sich aufregen? Sie machen Blockaden, ja, habe ich ja schon mal gesagt. Auch wegen diesen Wahlen, die nicht gefunden haben, gab es ja Blockaden. Dann gab es auch Blockaden eben, weil die Straße nicht fertig gebaut wird. Und als ich in Santa Cruz war, gab es auch wieder Blockaden, denn der Gouverneur wurde gefangen genommen und in La Paz in Gewahrsam genommen. Sind die Leute ausgeflippt, seine Fans. Jetzt ist wieder was Unvorhergesehenes passiert. Und zwar ist heute der Gouverneur festgenommen worden und nach La Paz gebracht worden. Und es war hier vor einem Monat, hatte ich ja erzählt, diese Streiks. Und jetzt ist es hier wieder so, dass sie irgendwie schon Sachen anzünden. Und deswegen ist hier jetzt auch so eine Schlange. Die Leute holen jetzt nochmal Geld und tanken. Und genau das Gleiche mache ich auch, weil es kann sein, dass es ab morgen hier irgendwie eine Art Bürgerkrieg gibt. Deswegen bereite ich mich darauf vor, mich morgen auf den Weg zu machen. Scheiße, hier ist eine Riesenschlange, natürlich. Naja, ich versuche mich mal vorzudrängeln. Okay. Da schließe ich mich jetzt nicht an. Aber da stehen die zu Fuß Schlange, LKWs stehen Schlange und PKWs. Das hier ist Gas. Es gibt immer ganz viele Tankstellen mit Gas, weil Gas ist günstiger als Öl. Deswegen stellen viele auf Gas um. Auch in Argentinien war das schon so. Deswegen ist hier nur jede zweite Tankstelle auch eine Tankstelle, die Benzin hat. Also
Ich habe jetzt auch mit mehreren anderen Leuten gesprochen hier in der Stadt. Die kriegen alle kein Benzin. Es ist alles über alle Tankstellen total überfüllt. Und es sind wohl so, dass diese Gruppen, die jetzt wüten, die haben noch keinen so richtigen Anführer. Die wüten jetzt einfach nur erstmal. Da kann natürlich alles passieren. Aber organisiert, die überlegen, glaube ich, noch, was sie tun. Also, neuer Tag. Es gibt noch keine Entscheidung, ob sie Bürgerkrieg machen wollen oder was auch immer. Es hat sich, also gestern Abend gab es dann auch schon, haben sie irgendwelche Sachen angezündet und so weiter in der Stadt. Aber bei mir ist alles friedlich geblieben, ich habe nichts gesehen. Ich war jetzt mit Jamie was essen, es war auch alles friedlich. Und ich bin hier ja in dieser Local-Gegend bei mir. Jetzt gehen wir noch einen Kaffee trinken. Überall läuft die News und alle warten auf irgendwelche Entscheidungen. Ich kann jetzt nur abwarten, was passiert. So, ich weiß nicht, ob man mich hören kann, aber das sind traditionelle Speisen aus Santa Cruz. Ja, das ist sowas wie ein Empanada mit Pollo, Chicken, Tamal, da ist so eine Paste drin. Das habe ich schon mal gegessen mit Mais, ich weiß nicht, was da jetzt drin ist. Das ist irgendwie, ¿cómo se dice? Yuca. Sonso heißt das, das ist irgendwie Käse, Yuca. Das ist ja auch so ein spezielles Getränk. Habe ich schon mal getrunken. Tumba. Also nach dem Kaffee ist jetzt beschlossen worden von der Regierung oder wem auch immer, es würde ab heute Nacht um 0 Uhr wird es einen 24-Stunden-Streik und Straßenblockaden geben. Und ja, wie es dann weitergeht, weiß natürlich kein Mensch. Aber ich bleibe jetzt hier über Silvester. Das sind jetzt nochmal 3-4 Tage. Schon okay. Es ist halt auch so, mit dem Moped kommt man wohl immer raus. Ist nicht wie mit dem Auto. Man muss halt gucken, dass man sich nicht in Gefahr begibt. Aber das ist schon in Ordnung. Heute ist Silvestermorgen. Und es war jetzt einen Tag Streik. Es gab wohl, ich war jetzt nicht in der Stadt gestern, aber es gab wohl gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei. Also die haben wieder eine Menge abgefackelt und sich beschossen und Gas und keine Ahnung. Eine Bekannte hat auch gesagt, ich soll auf keinen Fall mit dem Motorrad rumfahren in der Stadt. Ich glaube aber, das ist eher immer abends gefährlich. Und heute soll wieder alles normal sein, aber die Leute machen auf eigene Faust Sachen, habe ich mir sagen lassen. So, hier sieht man Spuren von den Riots von gestern. Stinkt auch, verbrannt. Ich weiß nicht, da haben sie irgendwie... Sie blockieren dann halt diese großen Kreuzungen mit Autoreifen und so. Und die Polizei kommt dann und will das auflösen. Und dann gibt es halt Stress. Boah. Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus hier. Weg du! Ai. Uf. Oh, este es el edificio quemado. ¿Ah? Quemado, mire el edificio detrás. The building behind. Oh no! I didn't see that. The building, yeah, behind. Oh. Die wurde gewütet. Und da ging es richtig ab in Santa Cruz. Ich habe halt nicht direkt in der Innenstadt gewohnt, sondern so in einem Airbnb, ein bisschen außerhalb. Deswegen, da haben alle gesagt, oh, da wo du wohnst, ist es ja gefährlich. Aber durch die Blockaden war eigentlich der gefährliche Bereich die Innenstadt. Ja. Auf dem Weg nach Santa Cruz hatte Frank natürlich wieder eine Panne. Ah, Frank wollte nicht hören und jetzt hat er keinen Sprit mehr. Also hoffen wir, dass es Benzin ist. Mach so, dass es nicht rausfallen kann. Ich merke das nicht, wenn es wegfällt. Viel Spaß.
Airbnb-Typ, der wartet mit dem Schlüssel. Ich hab's ihm noch gesagt. Aber mein Motorrad macht auch Faxen. Also es fährt alles und so, aber es macht manchmal komische Geräusche. Hier. Das liegt wohl an der Benzinpumpe. Die tut im Moment nicht mehr. Kann natürlich sein, irgendwie weiß ich nicht genau. Jedenfalls will er die jetzt wechseln. Oh, fuck. Oh. Nicht noch das Bike hinwerfen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass es hier bergab geht. Und ich fahre jetzt schnell den Schlüssel holen an der Bude. Und nicht, dass der dann weg ist. Einmal bucht man was vorher. Geht schief. Bis gleich, Frank. Dann musste ich aber zu diesem Airbnb fahren, weil der Typ hat gesagt so, ja, ich kann dir den Schlüssel, der hat mit dem Schlüssel gewartet und der musste dann irgendwie weg. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre da schnell hin. Ist halt eine halbe Stunde Fahrt oder so, weil wir kurz vor Santa Cruz liegen geblieben sind. Habe ich den Schlüssel geholt, bin wieder zurückgefahren und dann war es ein bisschen nervig, weil Frank dann nicht mehr da war. Also, ja, er hat mir dann nicht Bescheid gesagt, dass er diesen Ort verlassen hat. Da war ich dann sauer. Und habe gesagt so, Alter, ich besorge dir dein Benzin und so und dann wartest du nicht mal. Ja? Und dann hatten wir Meinungsverschiedenheiten und dann hat er eben gesagt, er geht ins Hostel in Dings und ich habe gesagt, ich bleib da im Airbnb und dann haben wir uns in den nächsten Wochen nicht so oft gesehen. Ja? Nicht nur Franks Bike hatte Probleme, sondern auch bei mir hat es so geklackert. Immer wenn ich langsam gefahren bin, klack, klack, klack. Alles angeguckt, alles geschaut, ja, andere hören lassen und so. Keine Ahnung, sobald du ein bisschen schneller fährst, gut. Und wenn du es aufbockst, drehst das Rad, nichts. Ja? Und das Rad ist fest, also das habe ich natürlich jetzt, ja, der Lagerschadenexperte bin ich ja. Rad ist fest, also es war nicht so, dass das Rad da rumgeschlackert ist und so, keine Ahnung. Ich habe mich dann aber mal darum gekümmert und das Rad rausgenommen, also das, was da geklackert hat, konnte ich nicht rausfinden. Aber es war so, dass die Lager auch wieder kaputt waren. Also ich habe das aufgemacht und dann sind diese Kugeln, die in den Lagern sind, die waren schon zerdrückt, die sind so rausgebröselt. Also war es wieder so, ich habe ja schon 2 oder 3 Mal einen Ring einsetzen lassen in meine Radnabe, denn für die, die es nicht wissen, ich hatte in Kroatien einen Lagerschaden, bin damit 1000 Kilometer gefahren und dann hatte ich halt das Lager total natürlich kaputt gemacht. Deswegen habe ich jetzt zum 3. Mal oder so das Schweißen, also einen Ring einsetzen lassen und dann ein neues Lager geholt. Ist auch nicht immer so einfach, die Lager zu bekommen. Also es sind zwar Standardlager, aber es gibt natürlich 100 verschiedene und dass sie dann genau das haben, man muss immer dann auch rumfahren. Ja, hier, der hat es schon jetzt ziemlich gut gemacht. Ich weiß gar nicht, man sieht es hier gar nicht. Aber er hat hier einen 1 mm Ring eingesetzt. Und dann, das ist das Lager, das haben wir jetzt schon raus. Er hat das alte Lager wieder reingemacht. Rausgeklopft. Da fehlt auch noch die Hülse, die habe ich ja beim Motorrad. Aber das ist gemacht. Und hier ist das, was die das letzte Mal geschweißt haben. In Calafate, die haben es halt nicht so schön gemacht, aber es hält immer noch. Das ist top. Da ist jetzt das neue Lager. See. Ja, das ist fest. Perfekt. Und jetzt habe ich hier noch das neue Lager und die Dichtung. Und da geht es rein. Aber diese ganze Radnabengeschichte möchte ich dann nochmal in einem extra Video erzählen. Deswegen, ich will nur sagen, da habe ich dann wieder damit rumgemacht, es wieder das reparieren lassen und das Klackern bin ich aber nicht losgeworden. Das Klackern ist dann erst, könnt ihr ja mal spekulieren, was es sein könnte. Aber erst ein halbes Jahr später habe ich rausgefunden, was dieses Klackern war. Ja, obwohl ich das Rad dann noch irgendwie 30, 40 Mal rausgenommen habe. Dort habe ich mir auch zum ersten Mal eine Werkzeugrolle endlich gekauft, denn ich hatte ja immer so Plastikbeutel oder auch so verstärkte Plastikbeutel, die so mit so Stoff eingenäht sind, dass sie nicht so leicht reißen, aber für Werkzeug reißt halt super krass. Also so eine Werkzeugrolle von Givi habe ich mir eine gekauft und ich bin sehr, 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 sehr zufrieden damit. Ich war halt immer zu geizig, so ey, so ein tolles Werkzeug, so viel Geld dafür zu bezahlen, aber es ist halt so, man kauft die halt ja, einmal oder irgendwann wird sie natürlich kaputt sein, aber die ist jetzt echt schon, hat viel aushalten müssen und da ist noch gar nichts dran. Werkzeugrolle kann ich empfehlen.
Tanken, hatte ich ja erzählt, ist nicht so easy wie in Chile und in Argentinien. Ja, manchmal in Flaschen füllen und dann erst ins Motorrad. Ja, es ist nicht immer so einfach. Man muss ein bisschen rumfragen. So, ihr kennt das Problem schon mit der Tankstelle. Die hier haben jetzt keine Autorisation, um Ausländern, also keine Lizenz für Ausländern Benzin zu verkaufen. Aber sie füllen das in eine Flasche und dann kriege ich den Preis für die Locals. Und hier ist es jetzt kein Problem aus der PET-Flasche, wie ich es gesagt hatte. In Chile, war das in Chile? Ja, da haben sie einen Aufstand gemacht. Chile ist halt mehr wie Europa. Muchas gracias. Und beim Tanken ist es auch so, wenn es eben diese Blockaden gibt, das wird eben aus dem Grund gemacht, den Warenfluss zu unterbrechen. Und dann kommt halt kein Benzin nach Santa Cruz. Und das heißt, die Leute werden kein Benzin haben. Und dann fahren halt alle panisch zur Tankstelle. Und dann musst du da 2-3 Stunden stehen. Und dann kann es halt sein, dass es ein paar Tage oder Wochen oder je nachdem kein Benzin gibt. Ansonsten ja, gibt es hier lauter Cafés und es ist eben eine richtige Großstadt. Mehr als Sucre, witzigerweise, obwohl Sucre die Hauptstadt ist. Aber hier ja, ist alles ungefähr doppelt so teuer. Also die normalen Sachen. Natürlich kann man auf dem Markt günstig essen und so, aber Taxi kostet ungefähr das Doppelte wie in Sucre. Und es ist die größte Stadt. Ungefähr 2 Millionen Einwohner. Es waren ja diese Streiks, Blockaden wegen der Volkszählung. Wahrscheinlich hat Santa Cruz mehr. Deswegen wollen sie auch mehr Geld und sie sind eben das wirtschaftliche Herz und die wollen auch unabhängig sein. Also so ähnlich wie die Katalanen. Ja, es ist halt wahrscheinlich hier so, dass die Leute sagen, ja, wir speisen hier das ganze Land. Aber wir kriegen nicht genug Geld. Fast einen Monat war ich dann in Santa Cruz, wie gesagt, Weihnachten dort verbracht, WM-Finale dort geguckt, habe dann eben ein bisschen die Dschungel-Area besucht, Richtung Osten und Silvester dort verbracht. Heute ist Neujahr. Wie ihr seht, ist es schon Abend. Ich wollte heute eigentlich Santa Cruz verlassen, aber ich war zu verkatert, habe es nicht geschafft. Jetzt habe ich heute noch mal bis morgen verlängert. Das Ding ist, dass es ab morgen hier alles ausgebucht ist. Das heißt, morgen um 8 Uhr muss ich hier raus. Das heißt, ich muss jetzt packen und so, dass ich morgen nur noch quasi abfahren muss. Benzin habe ich ja bekommen gestern. Zum Glück ist es jetzt auch alles ruhig geblieben und wenn ich morgen früh losfahre, sollte es auch gut sein. Die Proteste, wenn es dann wieder neue gibt, werden dann wohl wieder eher ab Nachmittag wieder starten. Ja, das war's aus Santa Cruz. Ein paar Sachen habe ich gemacht. Immerhin das Rad mal wieder repariert. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Unterstützern. Und zwar bei Clemens, Carsten, Jörg, Matthias, Eckart, Uwe, Detlef, Frank, Peter, Waldemar, Nicoletta, Bernd, Markus aus Großostheim und Oliver. Und außerdem, das hier ist Nico. Best pasta in the world. Er isst immer Pasta nur mit Öl und Salz. Und ich sage immer, das kann man nicht essen. Ja, aber ich wollte noch sagen, und außerdem möchte ich mich bedanken bei Robert, Oliver, Jochen, Thomas aus Trier, Manfred, Jürgen, Uwe, Harry aus Berlin, Marek aus Bonn für einen Kaffee, Benzingeld von Norbert, Frunobul Exify, Wrong Way Dieter, Thomas, Frank, Erik und Melanie, Michael, Erwin, Manfred, Jürgen und Irmgard, Holger, Arthur, Alex, Peter und Rudy Travels vom Weihnachtsmann für mich. Noch kurz zu den Kalendern. Ich weiß, es sind noch nicht alle ausgeliefert worden. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ein Teil wird den Kalender erst nach Weihnachten bekommen. Es tut mir sehr, sehr leid. Es sollte nicht so sein. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ja, ich bin da dran. Glaubt mir, ich kümmere mich. Und wünsche euch aber dennoch schöne Feiertage und
Ich möchte zwischen den Jahren noch ein Video rausbringen. Wünsche euch aber trotzdem dann schon mal einen guten Rutsch und hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Ruti. Tschüss.